Wie wir atmen. Diese Animationen von der gemeinnützigen International Primary Care Respiratory Group, IPCREGE, wurden für Fachkräfte im Gesundheitswesen entwickelt, um Patienten zu helfen, ihre Atmung besser zu verstehen. Es ist nicht immer einfach, Zeichnungen zu verstehen, deshalb ermöglichen dir die bewegten Bilder, den ganzen Körper zu sehen. Wir haben absichtlich medizinischen Begriffe als auch Laienvokabular verwendet. Wo Bilder beschriftet werden, haben wir uns entschieden, medizinische Begriffe zu verwenden. Das gesprochene Wort verwendet beide Sprachformen. Die Animationen können in Abschnitten verwendet werden. Sie behandeln, wie wir atmen, warum wir atemlos werden und warum Interventionen wie die Atemlagerung, Atemtechniken, Inhalatoren und pulmonale Rehabilitationsmaßnahmen wirken. Unser Ziel ist es, eine visuelle Erklärung zu bieten, die das Verständnis erleichtern und die Fähigkeit der Patienten, sich selbst zu helfen, verbessern. Wir beginnen mit der Atmung, der Ventilation, dem Bronchialbaum und der Beatmung. Dann schauen wir uns die Ursachen von Atemnot an, einschließlich Obstruktion, Atemmuskelschwäche, Restriktion, Dekonditionierung, Angstzustände und Störungen des Atemmusters. Dann schauen wir uns an, was wir atmen, und erklären gute und schlechte Partikel. Atmen. Wie wir atmen. Definitionen. Die Menschen wissen, dass Atmen lebenswichtig ist, aber warum? Beginnen wir mit einigen wichtigen Definitionen. Die Atmung ist die Arbeit, die unsere Muskeln leisten, um Luft in und aus der Lunge zu bewegen. Bei der Beatmung wird ein Gas, Sauerstoff, zugeführt, oft als O2 geschrieben, in unseren Körper, und ein anderes Gas loszuwerden, Kohlendioxid, kurz CO2, aus unserem Körper. So wie wir unsere Häuser lüften, um frische Luft hereinzulassen und Dämpfe, Rauch oder Covid loszuwerden. Atmung bedeutet Sauerstoffzufuhr zu den Zellen und Geweben unseres Körpers. In unserem Körper ist für die Belüftung eine Pumpe erforderlich, die Atmungspumpe, die Kraft benötigt, um die Pumpleistung zu erbringen. Diese wird von unseren Atemmuskeln beim Atmen erzeugt. Belüftung. Unsere Atmungspumpe bringt Luft in und aus unserem Körper mit Hilfe der 3 wichtigsten Atemmuskeln, das Zwerchfell, die Zwischenrippen und die Scalenusmuskeln. Wenn sie sich zusammenziehen, passieren 3 Dinge gleichzeitig. Das Zwerchfell, eine große Muskelkuppel, flacht ab und zieht nach unten. Dadurch erhöht sich die Höhe unseres Brustkorbs oder unserer Brust. Außerdem schiebt es unseren Bauch nach außen, was du spüren kannst, wenn du einen engen Hosenbund hast, und verschiebt die unteren Rippen ein wenig nach außen. Die Muskeln zwischen unseren Rippen, die Zwischenrippenmuskeln, ziehen den Brustkorb nach oben und außen und vergrößert so die Breite unseres Brustkorbs. Und schließlich ziehen die Scalenusmuskeln das Brustbein nach oben und vorne, was die Tiefe unserer Brust vergrößert. Diese 3 Bewegungen erhöhen das Volumen unserer Brust. Unsere beiden Lungenflügel sind dehnbar und an der Innenseite unserer Rippen, dem Zwerchfell und dem Mittelfell durch die Pleuramembranen eng verbunden. Diese feuchten Pleuramembranen sind an der Innenseite unseres Brustkorbs befestigt und umgeben die Oberfläche jeder Lunge und gleiten gegeneinander. Wenn sich unser Zwerchfell nach unten und unsere Rippen nach oben und außen bewegen, bewegt sich das Brustfell mit, und unsere Lunge wird aufgepumpt und dehnt sich aus. Wenn also unser Brustkorbvolumen zunimmt, nimmt unser Lungenvolumen zu. Luft wird angesaugt. Das ist die Einatmung oder Inspiration. Wenn sich die Lunge ausdehnt, werden die Bronchien oder Atemwege in der Lunge ebenfalls geöffnet und ihr Durchmesser vergrößert sich. Die Expiration oder Ausatmung ist die Phase der Belüftung, wenn die Luft unsere Lunge verlässt. Unsere Atmungsmuskeln entspannen sich und die Bronchien oder Atemwege, die vorher gezogen und aufgedehnt wurden, kehren wieder in ihre ursprüngliche Form zurück, denn gesundes Lungengewebe ist dehnbar oder elastisch. Es kehrt von selbst in seine Ruheform zurück. Die Höhe, Breite und Tiefe unserer Brust nehmen ab, verringert den Raum und erhöht den Druck auf und in unserer Lunge. Unsere Atemwege verengen sich etwas und kohlendioxidreiche Luft verlässt unseren Körper.
Unsere Lunge ist nie ganz leer, sonst könnten sie zusammenkleben. Es bleibt ein Restvolumen übrig. Dies wird als Residualvolumen bezeichnet. Wenn wir entspannt sind, atmen Erwachsene etwa 8 bis 18 Mal pro Minute ein und aus, und jeder Atemzug enthält etwa 500 Milliliter Luft. Das wird auch als Tidalvolumen bezeichnet. Manchmal muss das Tidalvolumen erhöht werden. Zum Beispiel, wenn wir trainieren. In der Schwangerschaft erhöht sich das Atemzugvolumen um bis zu 50%, weil das wachsende Baby mehr eingeatmeten Sauerstoff braucht und mehr Kohlendioxid produziert wird, das ausgeatmet werden muss. Dieser mechanische Akt des Luft- und Ausatmens ist die Ventilation. Beachte, wie weit oben die Lunge in unserem Körper liegt und wo sich das Zwerchfell befindet. Bei der Ruheatmung ist das Zwerchfell verantwortlich für 75% der Atemarbeit. Beachte, dass der Rippenbogen rund um den Körper geht. Er reicht am Rücken weiter hinunter als vorne und entspricht damit der Lunge, die dasselbe tut. Wir müssen auf die Rückseite und die Vorderseite achten, es ist eine 3D-Struktur. Jetzt verstehen wir die Belüftung, die Mechanik, wie Luft in unseren Körper gezogen wird. Wir müssen verstehen, wohin die Luft strömt, wenn sie in den Körper gelangt. Wir atmen durch die Nase und den Mund ein. Wenn wir durch die Nase atmen, gibt es superfeine Härchen und eine dünne Schleimschicht, die Luft filtern, erwärmen und Schmutz abfangen, damit die Luft besser fließen kann und weniger Reizstoffe in unsere Lungen gelangen. Die Luft strömt weiter in die oberen Atemwege über den Kehlkopfknorpel, durch den Rachen, die Kehle und den Kehllopf. Dann gelangt sie in den unteren Atemtrakt, den Bereich unterhalb des Kehlkopfes. Stell dir eine Eiche vor, die auf dem Kopf steht, den Bronchialbaum, bei dem jeder Bronchus oder Ast ist eine Röhre, durch die die Luft strömt. Erst durch die Trachea die Luftröhre, dann teilt sie sich in zwei große Hauptbronchien, linker Bronchus und rechter Bronchus, die in jede der beiden Lungenflügel führen. Diese Zweige der Bronchien teilen sich etwa 23 Mal in die engsten, die Bronchiolen, bevor sie in etwa 480 Millionen Lungenbläschen enden, die mikroskopisch kleinen Luftsäcke in unserer Lunge. Unsere Lunge enthält auch Schleim, der schädliche Bakterien abfängt und Viren, die Krankheiten verursachen. Die Bronchien sind mit Flimmerhärchen ausgestattet, mikroskopisch kleine Härchen, die die dünne Schleimschicht aufrechterhalten und diese zum Kehlkopf hin transportieren. Dadurch werden eingeatmete Partikel abgefangen, wie wir sie im Rauch finden können, und sie aus dem Körper herausgetragen. Es ist wichtig, sich diese Wege vorzustellen durch die sogenannten Atemwege, von der Nase bis zu den Lungenbläschen, um die Namen der einzelnen Teile zu kennen und für das Gesundheitspersonal, um genau zu erkennen, wo ein Problem auftreten könnte und welche Behandlung nötig sein könnte. Atmung. Wie ermöglicht die Atmung unserem Körper die Energie zu bekommen, die er zum Überleben braucht? Die meiste Zeit sind wir uns der Atmung nicht bewusst. Es ist eine unbewusste Handlung. Unser Stammhirn, unser Stellwerk merkt, wenn wir nicht genug Sauerstoff haben und signalisiert unserem Körper, dass wir einatmen müssen, so wie das Stellwerk merkt, wenn unser Magen leer ist und uns signalisiert, dass wir hungrig sind und essen müssen. Wenn wir Luft einatmen, beginnen wir den Prozess der Sauerstoffaufnahme zu jeder Zelle in unserem Körper, wo die Mitochondrien, die Energiefabriken in jeder Zelle Energie erzeugen. Beim Ausatmen werden wir den Abfallstoff los, Kohlendioxid. Wenn die sauerstoffreiche Luft in unsere Lunge gelangt, gelangt der Sauerstoff durch die Membranen der Lunge in das Blut. Das Blut transportiert den Sauerstoff zu unseren Organen, einschließlich der Muskeln. Kohlendioxid bewegt sich in die umgekehrte Richtung, vom Blut in die Lunge, damit es ausgeatmet werden kann. Dieser ganze Prozess wird Atmung genannt, auch wenn der Begriff oft nur für das Ein- und Ausatmen verwendet wird. In jeder Minute des Tages fließt unser gesamtes Blutvolumen durch die Lunge. Jetzt haben wir uns angesehen, wie wir atmen. Schauen wir uns nun die Kurzatmigkeit an. Was ist Kurzatmigkeit? Jeder hat sich schon einmal kurzatmig gefühlt.
Zum Beispiel, wenn wir uns angestrengt haben, um schnell zu gehen oder zu laufen, das ist normal. Das ist die natürliche Reaktion unseres Körpers, wenn er mehr Sauerstoff und Energie braucht, um etwas zu tun, das körperliche Anstrengung erfordert. Außer Atem zu kommen, wenn wir uns dermaßen anstrengen, ist gut. Es hält unseren Körper stark und fit. Manche von uns kommen jedoch jeden Tag bei alltäglichen Aktivitäten außer Atem und es schwierig oder anstrengend zu atmen und haben vielleicht das Gefühl, dass sie ihre Atmung nicht kontrollieren können. Das nennt man chronische oder langfristige Atemnot. Sie entwickelt sich oft schleichend und über Wochen, Monate oder Jahre, ohne dass wir es wirklich bemerken. Manchmal husten Menschen auch, bringen Schleim hoch oder atmen keuchend. Was passiert also in unserem Körper, wenn wir kurzatmig werden? Meistens wird der Luftstrom verlangsamt, weil es ein Hindernis gibt irgendwo in unseren Atemwegen zwischen Nase und Lungenbläschen. Es gibt viele Gründe, warum die Atemwege verengt werden können, und wenn man den Grund kennt, kann man die Diagnose erklären. Dieses sind die wichtigsten Arten von Obstruktion. Der häufigste Grund für eine Obstruktion ist eine Schwellung oder eine Entzündung in unseren Atemwegen oder Bronchien. Das passiert bei Asthma und Bronchitis, die Hauptursache für COPD. Die Innenauskleidung der Bronchien werden durch anhaltende oder wiederkehrende Reizungen geschädigt, ZB durch häufige Reizstoffe wie Tabakkonsum oder auch Kochdünste oder Allergien. Das führt zu Entzündungen. Schleim, der tote Zellen oder Bakterien enthält, Eiter, kann sich auch ansammeln, weil die Flimmerhärchen ihn nicht abtransportieren können. Husten ist der Versuch unseres Körpers, diese Ablagerungen zu beseitigen. Zweite Obstruktion aufgrund von Schwachstellen in unseren Atemwegen. Beim Emphysem, das auch Teil der COPD ist, an dem Punkt, an dem die kleinsten Bronchiolen die Alveolen erreichen, kollabieren die Wände der Lungenbläschen und die Lungenbläschen werden zu groß. Diese größeren Blasen sind für eine gute Atmung zu groß und drücken die gesunden Lungenbläschen nach unten. Bei Bronchiektasien weiten sich die Luftröhren zu sehr und die Flimmerhärchen können den Schleim nicht gut in unseren Rachen transportieren, deshalb sammelt sich der Schleim, Bakterien wachsen dann in diesen warmen, feuchten Bedingungen. Dritte Obstruktion durch kleine Verlegungen in den Luftröhren durch einen Tumor wie Lungenkrebs. Vierte Obstruktion aufgrund von Muskelverspannungen, die die Schläuche oder Atemwege zum Verschließen zwingen. Bei einem Asthmaanfall, einem Bronchospasmus, ziehen sich zum Beispiel die Muskeln um die Bronchien oder Bronchiolen zusammen und führen zu einer Bronchokonstriktion. Fünfte Obstruktion aufgrund von Druck auf die Atemwege, der die Atemwege zusammendrückt, ZB von Tumoren, die sich nicht in den Atemwegen befinden. Wenn sich unsere Atemwege beim Ein- oder Ausatmen zu früh schließen, dann wird die verbrauchte Luft eingeschlossen und unsere Lungen bleiben aufgedehnt. Unser nächster Atemzug stapelt sich auf den letzten. Wenn du dir vorstellen willst, wie sich das anfühlt, versuche einzuatmen, halte es ein und versuche dann, wieder einzuatmen. In der Zwischenzeit kann es wie bei einer Obstruktion dazu kommen, dass unsere Atemmuskeln nicht so funktionieren können, wie sollten. Diese Ertrapping kann auch zu einer Überblähung führen. Die Atmungsmuskeln verkrampfen sich in der verkürzten, kontrahierten, einatmenden Position, was für die Leistung nicht sehr effektiv ist, und deshalb müssen wir uns mehr anstrengen. Das bedeutet, dass wir möglicherweise schneller und flacher atmen, wenn wir versuchen, etwas zu tun. Also müssen wir vielleicht zusätzliche Muskeln benutzen, die beim ruhigen Atmen nicht gebraucht werden, um den Brustkorb und die Lunge zu erweitern. Das sind unsere Nacken- und Schultermuskeln. Das sehen wir zum Beispiel bei einigen Sportarten, wo die Menschen sich sehr anstrengen. Wir sehen das auch bei Menschen, bei denen die Luft nicht gut aufgrund eines Lungenschadens fließt. Wenn wir uns jedoch bewegen oder die Arme hochheben müssen, sind unsere Nacken- und Schultermuskeln nicht für die Atmung verfügbar, also muss unser Zwerchfell die meiste Last tragen. Eine Obstruktion der Atemwege kann die Atemarbeit bis zum 8-fachen des Normalwerts erhöhen. Wir können das Gefühl haben, dass das Atmen übermäßig anstrengend ist, als ob das Atmen nur eine Plackerei ist. Wir können also sehen, dass sowohl die Atemwege als auch die Muskeln bei einer obstruktiven Lungenerkrankung falsch arbeiten können. Deshalb kann die Atemphysiotherapie helfen. Sie hilft, die Mechanik der Atmung zu verbessern durch sorgfältige Beratung zu Körperhaltung und Atemtechniken wie ZB-Atemkontrolle, entspannte Tiefenatmung oder die Atmung mit zusammengepressten Lippen.
Diese Therapie kann helfen, unsere Lunge zu entleeren, so viel wie möglich von der überschüssigen Luft ausatmen zu lassen, unsere Muskeln wieder auf eine bessere Länge zu bringen und unser Lungengewebe in einen besseren Zustand zu bringen, um sich wieder aufzublähen und neue Luft hineinzubekommen. Das hilft, die Anstrengung beim Atmen zu verringern. Außerdem verbrauchen schwache Muskeln mehr Sauerstoff als starke Muskeln, um die gleiche Arbeit zu verrichten. Deshalb ist Rehabilitation und Bewegung es sehr wichtig, um die Art und Weise, wie die Muskeln arbeiten, zu verbessern, damit wir den Sauerstoff effektiver nutzen. Restriktion. Alternativ kann die Atemnot nicht durch eine Obstruktion verursacht werden, sondern durch eine eingeschränkte Ausdehnung der Lunge. Unsere Lungen können entweder eingeschränkt sein, weil sie schrumpfen und sich nicht mehr so stark ausdehnen können wie sonst, oder werden zusammengedrückt, weil sich unsere Brustwand nicht bewegen kann. Die Gründe könnten erstens sein, dass unsere Lungen steif werden und können sich nicht ausdehnen können, zum Beispiel bei interstitiellen Lungenkrankheiten. Oder zweitens, die Lungenbläschen kollabieren oder schließen sich zusammen oder sind aufgrund einer Infektion, wie zum Beispiel einer Lungenentzündung oder Autoimmunerkrankung, vernarbt. Oder drittens, die Brustwand ist steif, wie zum Beispiel bei schwerer Skoliose. Oder viertens, schwache oder gelähmte Muskeln können die Brustwand nicht bewegen, zum Beispiel bei Kinderlähmung oder einer Motoneuronenerkrankung. Menschen mit einer restriktiven Lungenerkrankung brauchen Hilfe, um die Lunge aufzublähen. Zum Beispiel durch die Körperhaltung, um das Zwerchfell zu entlasten, damit es sich abflachen oder zusammenziehen kann. Die Konditionierung. Wir haben jetzt die Obstruktion der Atemwege betrachtet und die Verengung der Brustwand als mögliche Gründe für unsere Kurzatmigkeit, aber es kann auch an einer allgemeinen Muskelschwäche liegen, die Konditionierung des Körpers. Wenn wir uns müde fühlen, sind wir oft weniger aktiv und setzen uns deshalb mehr hin. Unsere Muskeln werden schwächer. Deshalb fühlen wir uns müde und sind weniger aktiv. Die einzige Möglichkeit, diesen Rückgang umzukehren, ist, aktiver zu werden. Wir haben vorhin über die Atmung gesprochen, die Mitochondrien, unsere Energiefabriken, die in unseren Muskelzellen Energie erzeugen. Sie brauchen Sauerstoff. Wenn wir mehr Muskeln aufbauen, indem wir unsere größten Muskeln trainieren, unsere Beinmuskeln trainieren, werden wir mehr Mitochondrien bilden und sie werden den ganzen Sauerstoff verbrauchen, den wir eingeatmet haben und nutzen ihn effizienter, damit wir uns energiegeladener und stärker fühlen. Jede Muskelkontraktion verbraucht Sauerstoff. Wenn der Sauerstoff also effizienter genutzt wird, dann haben wir mehr Energie für unsere Atemmuskeln. Unsere Atmung braucht also weniger Anstrengung. Die Konditionierung ist auch ein häufiges Problem für Menschen mit COPD und ist einer der wichtigsten Gründe, warum Rehabilitationsprogramme für die Lunge funktionieren. Sie helfen uns, unsere Muskeln zu stärken und um effizienter zu atmen, ohne zu viel Energie zu verbrauchen. Das verringert das Gefühl der Kurzatmigkeit. Kurzatmigkeit kann auch durch Stress oder Angst verursacht werden, denn oft ist es nicht nur unsere Atmung am Funktionieren beteiligt, sondern auch unser Denken. Wenn wir Angst haben, reagiert unser Körper, um uns bereit zu machen, zu kämpfen oder wegzulaufen, und entwickelt ein schnelleres Atemmuster, um mehr Sauerstoff zu unseren Muskeln zu bekommen. Uns könnte heiß werden. Aber wir kämpfen nicht und laufen auch nicht weg, und unsere Körperzellen brauchen den erhöhten Sauerstoffbedarf nicht. Es ist also wichtig, unserem Körper beizubringen, sich wieder zu entspannen. Wir können unser Atemmuster neu trainieren, entweder im Ruhezustand oder während der Aktivität. Dieses Gefühl kann auch auftreten, wenn wir Asthma oder COPD haben. Das kann beängstigend sein und uns ängstlich oder panisch machen, wir können sogar Gedanken an den Tod haben. Diese Gedanken können dazu führen, dass wir unsere Atemmuskeln anspannen und dass sich unsere Atmung verschlechtert, was wiederum unsere Gedanken beeinflusst. In diesem Fall können Atemübungen helfen, um unsere Atmung zu verlangsamen und somit die Menge an Sauerstoff zu verringern, die unser Körper braucht und somit weniger Anstrengung, um wieder zu atmen. Ein Tipp für jemanden mit Emphysem, der atemlos und ängstlich ist es, sich zuerst auf einen langsamen, langen Ausatmen zu konzentrieren, sonst wird der Lufteinschluss noch verschlimmert. Manchmal werden wir plötzlich und unerwartet atemlos, das nennt man akute Atemnot, und dann ist es wichtig, sich sofort untersuchen zu lassen. Störung des Atemmusters. Schließlich könnte die Atemnot auf eine Störung des Atemmusters zurückzuführen sein, frühe Hyperventilation genannt, die zu Beginn fast immer eine emotionale Ursache hatte, aber jetzt ist es unser übliches Atemmuster. Wir haben vielleicht Lufthunger, wenn wir glauben, mehr Luft aufnehmen zu müssen, als wir brauchen, wo sich unsere Atemzüge zu klein anfühlen. Einer von 4 Menschen mit Asthma hat dieses Problem. Eine Atemschulung kann helfen, unter Anleitung von Atemphysiotherapeuten kann helfen. Was wir einatmen. Gute und schlechte Partikel.
Wir können nicht nur Sauerstoff einatmen, sondern auch potenziell schädliche Partikel wie Rauch und andere Verschmutzungen und auch hilfreiche Partikel wie die Medikamente in Inhalatoren. Wir können sehen, wie Partikel unterschiedlicher Größe sich an verschiedenen Stellen in unserem Bronchialbaum festsetzen, abhängig von der Größe des Partikels und der Geschwindigkeit, mit der wir sie einatmen. Normalerweise sind wir in der Lage, die größten Partikel auszuhusten oder auszunießen. Kleinere Partikel husten oder niesen wir jedoch nicht aus. Diejenigen mit einem Durchmesser von 10 Mikrometern oder weniger, PM10, können tief in unsere Lungen eindringen und sich dort festsetzen. Die noch gesundheitsschädlicheren Partikel sind solche mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometern oder weniger, geschrieben als weniger als PM2,5. Diese Partikel sind so klein, dass 60 von ihnen die Breite eines menschlichen Haares ausmachen. PM2,5 kann durch unsere Lungen dringen und genau wie Sauerstoff in unser Blut gelangen. Sie können unser Herzrisiko erhöhen und Atemwegserkrankungen sowie Lungenkrebs erhöhen. Auf der anderen Seite wollen wir, dass die Medikamente, die wir einatmen, in unserer Lunge bleiben. Diese werden normalerweise mit einer Größe von 5 Mikrometer oder ultrafein hergestellt. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Anweisungen befolgen, wie wir unseren Inhalator benutzen. Langsam und tief, wenn du einen Dosier-Aerosoldruckinhalator benutzt, PMDI, und schnell, tief und fest, wenn es ein Trockenpulverinhalator ist, DPI. Das Ziel ist es, das Medikament in die Lunge zu bekommen und dass es nicht in unserem Mund oder Rachen stecken bleibt. Wenn wir ein PMDI verwenden, verwenden wir es mit einem Abstandshalter, um sicherzustellen, dass wir das Medikament in unsere Lungen einatmen und es sich nicht vorher abgelagert und in unserem Mund und Rachen verschwindet. Zusammenfassung. Zusammenfassend lässt sich sagen, je mehr wir verstehen über Atmung und Belüftung und über die Mechanik der Atmung, den Bronchialbaum und die Lunge, Verstopfung und Verengung, desto mehr können wir das Symptom der Atemnot verstehen und wie wir sie diagnostizieren und behandeln können. Das soll das Vertrauen von Patienten und Ärzten stärken, um effektiv zu kommunizieren, die richtigen Tests und Behandlungen auszuwählen und anzuwenden. Letztendlich ist es unser Ziel, den Patienten zu helfen, besser zu atmen, sich gut zu fühlen und mehr zu leisten.